Es ist der wunderschöne Morgen des 22. November 2023 im Etosha Nationalpark. Ich befinde mich auf dem Weg vom Fort Namoutoni zum Wasserloch Tsumkor. Zunächst beobachte ich ausschließlich Tauben, Nama, Flughühner und andere Vogelarten. An sämtlichen Tieren auf 4 Beinen kann ich mich hingegen nicht erfreuen. Noch nicht. Guten Morgen aus dem Busch. Ich stehe hier am Wasserloch Tsumkor und heute ist Mittwoch, 22. November. Es ist wunderschön, es war hier eben ein Taubenkonzert im Hintergrund. Unglaublich, auch das ist einzigartig hier und viele Vögel kommen immer wieder an diese kleine Wasserstelle, fliegen kurz hin, fliegen wieder weg. Ungefähr 1,5 Stunden bin ich jetzt schon hier an dieser Stelle am Wasserloch Tsumkor und bin total glücklich, hier ein Löwenpaar beobachten zu dürfen. Im Moment chillen sie wieder die ganze Zeit, aber ab und zu bewegen sie sich mal oder suchen sich einen anderen Strauch, einen anderen kleinen Baum aus. Ja, und vorhin waren hier richtig viele Autos auch und jetzt bin ich hier gerade ganz allein. Es braucht viel Geduld und ebenso viel Sitzfleisch. Andere Autos kommen und fahren, immer verbunden mit der Hoffnung, dass sie den Motor ausstellen. Eine Hoffnung, die allzu oft enttäuscht wird. Zwischendurch bin ich sogar mal längere Zeit allein. Die Kamera immer auf Standby, jederzeit bereit. Bei jeder Bewegung, jedem Raunen starte ich die Aufnahme. Und dann steht die Löwin auf. Er folgt ihr sofort. Sie stoppt und nach nicht viel mehr als 10 Sekunden ist der Akt vorbei. Lautes Brüllen und das auf dem Boden wälzen der Löwin begleiten es. Dann schreiten beide unter einen anderen kleinen Baum, dieses Mal weiter abseits der Piste. Vielleicht gibt es Mitte nächsten Jahres ein paar ganz kleine Löwenbabys rund um das Fort Namoutoni im Etosha Nationalpark.
Nach dem langen Aufenthalt am Wasserloch zum Chor gönne ich mir erstmal eine Abkühlung im Pool, und wenn ich mich abgekühlt habe, ein bisschen was gegessen habe, was getrunken habe, dann fahre ich nochmal raus. Das war eine schöne kurze Abkühlung eben im Pool, Kleinigkeit gegessen, bisschen die Beine vertreten, und jetzt fahre ich zum Wasserloch Klein Namutoni. Am Wasserloch Klein Namutoni möchte ich dann den späteren Nachmittag verbringen. Ich werde es genießen und nehme euch natürlich mit. Oh mein Gott, da ist ein ganz kleiner. Schaut. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass ich nochmal Elefanten sehe, und schon gar nicht so eine kleine Gruppe, also eine kleine Herde mit einem ganz jungen kleinen Elefanten, der unten unter dem Bauch einer Tante wahrscheinlich oder älteren Schwester steht und völlig geschützt wird von dieser kleinen Gruppe. Also er ist ja kaum zu erkennen. Jetzt haben es die Gäste im Safari-Fahrzeug auch gesehen, dass da ein ganz kleiner drunter steht. Nach und nach erkenne ich, dass die Herde aus noch viel mehr Elefanten besteht, die zwischen den Büschen und Sträuchern fressen. Lange beobachten ich und die Safari-Gäste hinter mir diese friedliche Stimmung zwischen den riesigen Tieren. Zwischen meinem Heck und der Front des Safari-Fahrzeugs überquert eine erste kleine Gruppe die Piste. Während ich sie auf der anderen Seite meines Autos beobachte, realisiere ich gar nicht, dass sich eine weitere Gruppe aus der Herde direkt auf mein Auto zubewegt, inklusive des kleinen Babys. Da 2 Kühe dabei sind, erstarre ich fast, verhalte mich komplett ruhig. Mein Video läuft einfach weiter, auch wenn eine andere Brennweite für eine bessere Aufnahme gesorgt hätte. Ich bin richtig geflasht. Was für eine Begegnung mit diesen Elefanten. Überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe ich, dass ich überhaupt noch mal Elefanten sehe, und dann so eine tolle Herde mit so einem kleinen Baby dabei. Unglaublich. Ich fahre wenige Meter weiter zur Parkfläche des Wasserlochs Klein Namutoni. Das Wasserloch Klein Namutoni. Hier sind gerade jede Menge Marabu-Störche. Aber es gibt auch einen Geier, der ist hier links neben dem Marabu, und hier am Rand des Wasserlochs ist ein Tawny Eagle, würde ich sagen, links vom Marabu. Noch lange beobachte ich hier diese Elefanten, die sich jetzt als eine gesammelte, imposante Herde auf das Wasser zubewegt, trinkt, badet und es genießt, sich mit Schlamm zu bewerfen.
Ich habe so viel gesehen und so tolle Sachen gesehen. Also nicht nur heute, aber halt auch wieder heute an meinem 4. Tag. Und ich muss das ein bisschen sacken lassen. Das ist einfach so schön. Und ja, ich fahre jetzt zurück ins Camp, auf meine Campsite Nummer 11 im Fort Namotoni und gehe zeitig zum Abendessen und genieße den Abend im Restaurant vom Fort Namotoni. So, heute an diesem Mittwoch, 22.11. wird ein letztes Mal dieses Dachzelt aufgebaut und später bezogen. Mal gucken, ob ich das noch einmal hinbekomme. So, das war's schon. Geht ja immer super schnell, da kann man echt nicht meckern. Jetzt brauche ich eine schöne Dusche, aber da nehme ich euch natürlich nicht mit hin. So, es ist gleich 21 Uhr. Ein toller Tag ist für mich vorübergegangen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst gern einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hier zum Etosha Nationalpark, zu Namibia allgemein, was auch immer euch interessiert, was euch in meinen Videos vielleicht fehlt, was ihr aber auch vielleicht besonders toll findet. Da freue ich mich, wenn ihr es kommentiert. Ich weiß, bei YouTube muss man sich dafür anmelden mit seinem Google-Account, aber ja, ist ja kein großer Act. Ich beantworte eure Fragen gern. Morgen geht es für mich zur Frieste Guest Farm. Ich werde zurückfahren über Halali und Okaukuejo und dann durch das Andersons Gate den Park verlassen und dann sind es ungefähr noch 30 Minuten und dann werde ich die Gästefarm erreichen und da freue ich mich sehr drauf. So, habt ihr jetzt nochmal einen schönen Sonnenaufgang am Wasserloch Klein Namotoni und eine Tüpfelhyäne, die ihr Bad nimmt. Ja, ich glaube, die beiden Geparde da unter dem Baum, die haben sich ein schönes, schattiges Plätzchen ausgesucht. Und deswegen lasse ich sie jetzt mal dort chillen. Ich habe in diesem Urlaub festgestellt, dass 30 km/h wirklich das Maximale ist, wenn du fährst und wirklich Tiere sehen möchtest. Unter Büschen oder Bäumen durch die Savanne schreiten. Und 30 ist die Geschwindigkeit, wo das gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und aus der Fahrerperspektive sieht das Ganze so aus. 30 km/h. Beste Geschwindigkeit oder maximale Geschwindigkeit, um während der Fahrt versteckt teilweise auch Tiere entdecken zu können. Schaut euch das an, mein
Gott, mein Gott. Oh, wisst ihr, was das ist? Das ist eine ganz kleine, vielleicht ein paar Tage alte Kuhantilope. Schaut euch an, dieses kleine Tier. Schaut mal, dort ist noch eins. Hier hinter der Mutter. Zebras, 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 soweit das Auge reicht. Fantastisch, fantastisch. Ich liebe diesen Okafontaine Loop. So eine Landschaft hast du nur hier. Spannend wird es auch jedes Mal, wenn vor einem Autos stehen. Erster Impuls von mir ist immer, in dieselbe Richtung zu schauen, in die ihre Insassen schauen. In diesem Fall haben wir das Glück, im entfernten Busch ein weibliches Spitzmaulnashorn mit Kalb zu beobachten. Ihr kennt diesen Baum, diesen unverwechselbaren mit der Pfanne im Hintergrund am Wasserloch Salvadora. Aber habt ihr ihn schon mal mit so vielen Gnus unter ihm gesehen? Das ist spektakulär, das ist mega. Mega. Ein riesiges White Rhino, ein Breitmaulnashorn im Wasserloch. Das große Rhino hat das Wasserloch verlassen. Hab gesehen, dass das Nashorn jetzt wandert. Und hier ist es jetzt in der Savanne. Was für ein Panorama an der Wasserstelle Salvadora. Spektakulär, spektakulär. Eigentlich ist das schon wieder nicht mehr zu toppen. Aber am benachbarten Wasserloch Scharitzalp sollen meine außergewöhnlichen Tiersichtungen mit diesen 3 entspannten Löwinnen weitergehen. Es sind sogar 4 Löwen. Einer oder eine liegt hinter dem Gestrüpp. Ich sehe gerade, wie sich der Schwanz bewegt. Zum Schluss nochmal eine andere Perspektive von dieser tollen Sichtung, dem markanten Baum am Wasserloch Scharitzalp. Und auch hier waren wir noch gar nicht. Das ist die Wasserstelle Sueda. Und wir begrüßen diese 3 freundlichen Straußendamen. Das kannst du schon wieder nicht mehr toppen. Es ist jetzt gleich 14 Uhr und ich bin noch ungefähr 50 Kilometer von Ocauquillo weg. Ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Weg.
Auch das kann passieren hier im Etosha Nationalpark. Man sieht gerade nichts mehr. Es ist alles grau in grau. Sand und Staub wird aufgewedelt von einem Sturm. Und ja, die Leute, die jetzt so rausfahren, weil sie sich denken, es ist jetzt 16 Uhr, schön spät Nachmittag, keine Chance. Vor mir wird der Himmel immer dunkler. Er bietet ein ganz anderes Panorama über der Region des Etosha Nationalparks. Immer wieder zucken gewaltige Blitze herunter, gefolgt von lautem, krachenden Donner. Und so werde ich für die Friedrichshain Gästfarm einmal mehr derjenige werden, der den Regen im Gepäck hat. Ach Leute, wie ich diese Einfahrt liebe. Herzlich willkommen auf der Friedrichshain Gästfarm 2023 im November. Und jedes Mal liebe ich es aufs Neue, auf dieses Grundstück zu gehen, die Vögel zu hören, die bunten, schönen Farben zu sehen und natürlich die Menschen. Oh, die Elsie! Ja, hi! Jetzt bist du auf meinem Film! Hallo! Obwohl ich schon so oft hier war und ihr vielleicht die Friedrichshain Gästfarm aus meinen älteren Videos kennt, bekommt ihr natürlich auch hier jetzt eine kurze Roomtour. Hier gibt es einen kleinen Tisch und einen Stuhl. Der zweite ist vom Wind verweht, den stelle ich gleich mal richtig hin. Die Nummer 8. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam hinein. Wenn man reinkommt, gibt es hier das Doppelbett mit jeweils einem Nachttisch. Es gibt einen Deckenventilator. Auf dieser Seite gibt es eine Ablagemöglichkeit für den Koffer, kleinen Schreibtisch, Schrank. Und es gibt zwei Türen. Die linke Tür führt ins Bad und die rechte Tür führt zum WC. Hier seht ihr das Waschbecken mit großem Spiegel vom Badezimmer. Und um die Ecke die Dusche. Eine gewisse Tradition hat, dass ich der Friedrichshain Gästfarm Regen mitbringe. So auch heute. Das war mal ein ordentlicher Gewitterschauer. Richtiger Wolkenbruch wieder, irre hier, aber jetzt scheint er vorüber. Das Wetter beruhigt sich gerade, der Wind ist auch nicht mehr so stark und ich freue mich jetzt. Ich freue mich von Herzen auf dieses leckere Essen, was ich hier gleich bekommen werde. Guten Morgen! Heute ist Freitag, der 24. November. Es ist ein wunderschöner, kühler Morgen nach dem gestrigen Gewitter gestern Abend und in der Nacht. Und ich befinde mich auf dem Weg zum Andersons Gate und nehme euch heute mit zunächst zum Wasserloch Okondeka. Dort gibt es immer eine wunderschöne Aussicht und eine tolle Atmosphäre. Aber zumindest die Aussicht ist heute ein wenig suboptimal. Ich kann gar nicht sagen, ob das eine Art Nebel ist oder doch eher Staub vom Wind. In jedem Fall sind am Wasserloch Okondeka weder Löwen noch andere Tiere zu entdecken. Und auch die ansonsten atemberaubende Aussicht über die Pfanne fällt heute aus. Deshalb mache ich mich nach einem kurzen Aufenthalt weiter auf den Weg, um den von Touristen weitgehend selten befahrenen Adamax Loop.
Das Faszinierende im Etosha-Nationalpark ist, dass er immer und jeden Tag etwas Besonderes bietet. Und man weiß nie, was es sein wird. Für mich ist es heute das Skelett eines Zebras, an dessen Knochen mehrere Weißrückengeier ihren Hunger stillen. Auch einige Ohrengeier, Schildraben und ein Adler versuchen, noch einen Anteil zu ergattern. Learn to